Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Burger. Ich bin X-Fotographer bei Fujifilm und seit Jahren ein Trainer und Coach bei der Fujifilm School hier in Deutschland. Wir beginnen heute mit einer kleinen Serie von Ideen und kreativen Wohnzimmershootings, die man ganz leicht zu Hause nachmachen kann. Mit Dingen und Gadgets, die man zu Hause rumliegen hat, ganz leicht bekommt oder auf dem Dachboden oder im Keller findet. Gerade in der jetzigen Zeit sitzen viele von euch zu Hause und überlegen, ich könnte mich weiterentwickeln, ich könnte mal was Neues ausprobieren, was kann ich in meinen eigenen vier Wänden umsetzen, und genau solche Sachen möchte ich euch zeigen. Verrückte kleine Dinge. In dieser Episode geht es um eine ganz coole Idee. Wir machen ein Shooting mit Fernseher. So, das ist ja mein Fernseher. Schon ein ganz altes Gerät, aber darauf kommt es nicht unbedingt an. Ihr könnt auch größere und kleinere und modernere oder unmodernere Fernseher dafür benutzen. Sogar einen großen Computerbildschirm könnt ihr benutzen. Das Allerwichtigste daran ist, dass ihr Dinge daran anschließen könnt, wie zum Beispiel einen PC, einen Laptop, eine Kamera oder eine Speicherkarte. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir projizieren jetzt ein Bild auf diesen Bildschirm, was zum einen das Hintergrundbild für unser Set ist, aber gleichzeitig auch das Hauptlicht für unser Foto. Es wird also dunkel und es wird nicht viel mehr Licht als dieses Licht vom Fernseher für unser Foto geben. Was ich beim ersten Bild vorhabe: Ich möchte ein kleines Model-Shooting machen, das aussieht, als wären wir nachts in einer Leuchtreklame-Umgebung, wo das ganze Licht, was zur Verfügung steht, nur von Leuchtreklamen gespendet wird. Wir brauchen also ein Hintergrundbild, das Leuchtreklame zeigt, und das besorgen wir uns jetzt. Ich zeige das jetzt mal am Beispiel von Adobe Stock. Das ist der Stockfotoanbieter, den ich persönlich am meisten benutze. Ich gebe hier in die Suche einfach mal Leuchtreklame ein und schaue mal, was Adobe dazu bieten hat, und das ist eine ganze Menge. Wir können hier aus dem Vollen schöpfen. Es gibt ganz viele Fotos genau zu dem Thema, das wir hier brauchen. Ich habe hier vorhin schon mal ein bisschen gesucht und bin dann zum Beispiel hier auf dieses Foto gekommen, wo Open steht. Das ist schon mal super cool, weil es so schön leuchtet. Dann habe ich noch weiter geschaut und bin dann auf das Bilder der Bilder gekommen. Es passt sehr gut zu unserer Idee Girls, Girls, Girls. Ich habe das dann lizenziert und werde es jetzt in Photoshop noch ein bisschen leuchtender gestalten, vielleicht noch ein bisschen mehr nach rechts setzen, damit es besser zu unserem Set passt. Das werdet ihr gleich sehen. So, jetzt haben wir unser Hintergrundbild auf unserem Bildschirm. Ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Als Kamera habe ich mir mein neues Lieblingsbaby ausgesucht, die X-T4 von Fujifilm. Ich möchte gerne möglichst offenblendig fotografieren, weil ich möchte, dass mein Hintergrund nicht zu scharf ist, weil man sonst vielleicht doch merkt, dass es ein Fernseher ist. Und deswegen habe ich ein Objektiv ausgesucht, mit dem ich meine Blendenöffnung ganz weit aufmachen kann. In diesem Fall ein 56 mm mit einer Blendenöffnung von 1,2. Reden wir noch mal kurz über das Thema Kameraeinstellung. Ich fange mal von vorne an. In der klassischen Fotografie haben wir zwei Einstellungen, die Zeit und die Blende. Zusätzlich als dritte Einstellung haben wir eine ISO-Funktion, die uns hilft, bei schlechten Lichtverhältnissen unser Bild aufzuhellen. Ich rede dabei von Konstanten und Variablen. Bei meinem Fernsehset ist mir jetzt die Blende am wichtigsten. Ich habe euch ja gesagt, dass ich gerne möchte, dass der Hintergrund schön unscharf ist, und deswegen möchte ich meine Blendenöffnung ganz weit aufmachen, bei meinem Objektiv sogar bis 1,2. Das ist meine erste Konstante. Als zweite Einstellung habe ich jetzt die Zeit. Die stelle ich mir so ein, dass ich sicher gehe, dass ich nicht verwackel und auch mein Objekt, was ich fotografiere, nicht verwackeln kann. Bei mir lande ich jetzt bei einer Geschwindigkeit von einer 125. Das ist meine zweite Konstante. Meine Variable ist jetzt die ISO. Die drehe ich so weit auf, bis mein Ergebnis im Sucher perfekt aussieht. Bei meiner Kamera kann man im elektrischen Sucher sofort das Ergebnis sehen, und deswegen ist das sehr einfach festzustellen. Bei diesem Set, was wir jetzt machen, komme ich auf eine ISO von 800 bis 1000. Zu einem Set mit Leuchtreklame passt das auch sehr gut. Kennt ihr das? Das ist ein LED-Stab. Kostet so um die 80 Euro, kann man auch mit einem Akku betreiben, kann man also auch mit nach draußen nehmen oder ganz unkompliziert hier jetzt bei uns im Wohnzimmer benutzen. Damit kann man jede erdenkliche Farbe mischen und so ganz spannende Effekte setzen. Können wir gleich gut gebrauchen. Bei Shootings, bei denen es in erster Linie um Lichteffekte geht, benutze ich für meine Models gerne Sonnenbrillen, weil ich damit diesen Effekt sogar noch verdoppeln kann. Das will ich heute auch machen, und als Model und als unser Wohnzimmermodel habe ich heute meine Tochter engagiert.
Danke, dass du uns hilfst. Super. So, jetzt aber Licht aus und Shooting los. So, super. Kopf mehr Richtung Fernseher drehen und dahin gucken, wo der Kopf hingedreht ist. Sehr schön. Kopf mehr zu mir drehen. Noch. So schön. Super. Nicht zu mir schauen. Nimm mal die rechte Hand an die Brille, bitte. Super. Kinn höher. So ist gut. Und Kinn runter wieder. Noch. Und mal zur Erde schauen. Okay, wieder gerade gucken und den Kopf mehr zum Fernseher drehen. Sehr cool. Und jetzt die Hand in die Haare. Stopp. Super. Das sieht wirklich beeindruckend aus. Das gefällt mir sehr gut. Wunderbar. Geh nochmal mit der Hand durch die Haare aus der Bewegung heraus. Stopp. Kopf mehr zum Fernseher. Sehr gut. So, jetzt nehme ich nochmal das LED-Licht dazu, um dich von hinten blau zu beleuchten. So. Sehr gut. Wow. Das ist ein sehr schöner Effekt jetzt da hinten. Sieht aus, als wenn das jetzt ein Straßenlicht auf der anderen Straßenseite wäre oder von hinten ein anderes Schaufenster. Super cool. Nochmal die Hand an die Brille bitte. Und den Kopf weiter runter und nach unten gucken. Mega. Und den Kopf wieder hoch und die Hand in die Haare. Ja. Top, danke. Als Hintergrundbild für unser zweites Set habe ich jetzt eine ganz einfache Grafik am Computer erstellt. Ganz gerade Linien, gelb und schwarz im Wechsel. Sieht so ein bisschen aus wie ein Biene-Maya-Set, könnten aber auch die Lamellen von einer Jalousie sein. Wenn ich dazu jetzt eine ganz gerade Spiegelbrille benutze, dann entstehen total interessante Brechungen und ich kann echt coole Porträts machen. Aber seht selber. Wow, das gefällt mir auch sehr gut. Deine Haare sind jetzt richtig rot hinten. Mach den Kopf mal so ein bisschen schräg. Ja, Kinn höher dabei. Jawohl. Der Effekt gefällt mir. So. Ein bisschen mit Schärfe und Unschärfe spielen. Super. Kopf mehr zum Fernseher drehen. Noch. Ja, so. Mund auf. Kopf mehr zu mir drehen. Stopp. Das war ein bisschen zu weit. Moment, dann gehe ich mal hierher. Super. Die Hand wieder in die Haare, bitte. Stopp. Ja. Kopf ein bisschen mehr zum Fernseher drehen. Stopp. Super. Nochmal hierher. Toll. Dankeschön. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen und ihr habt jetzt Lust bekommen, das selbst mal zu Hause auszuprobieren. Wenn ihr das macht und das dann postet, dann vergesst doch nicht diesen Hashtag. Wir würden uns freuen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Jens.